Begrüßt mit mir den Star des heutigen Videos, diese Flasche Duschgel. Und ich habe 3 Fragen an Sie. Wo kommt sie her? Wo geht sie hin? Und die dritte verrate ich euch gleich. Beginnen wir mit dem Woher. Diese Flasche Duschgel besteht im Grunde aus 2 Teilen. Der Seife, die unseren Dreck entfernt, und der Verpackung. Hier eine weiße Plastikflasche. Beide werden aus einer ganzen Reihe nützlicher Chemikalien hergestellt. Durch sie erhalten sowohl die Seife als auch die Verpackung genau die Eigenschaften, die sie haben sollen. Die Seife hält uns sauber, die Verpackung läuft nicht aus. Wenn wir uns diese Chemikalien allerdings einmal ein wenig genauer ansehen, werden einige davon aus Erdöl gewonnen. Kommen wir zur Frage Nummer 2. Wo geht die Flasche Duschgel hin, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat? Nun, die Seife waschen wir uns natürlich nach dem Einseifen von der Haut. Die Verpackung dagegen wandert in den Müll und wird auch heute noch sehr oft schließlich verbrannt. Dieses System aus Rohstoffen wird ein Produkt hergestellt, das am Ende entsorgt wird, nennen wir lineare Wirtschaft oder auf Englisch Linear Economy. Und das bringt mich zu meiner dritten Frage. Ist das wirklich die beste Lösung? Einfache Antwort: Nein. Die Erdölvorräte dieser Welt halten nicht ewig und durch das Verbrennen von Plastik pusten wir jede Menge Kohlenstoffdioxid in die Luft. Außerdem gelangen kritische Bestandteile dieser Duschseife in die Umwelt und können dort Pflanzen, Fischen, aber auch Menschen schaden. Um das zu verhindern und den Klimawandel nicht immer weiter voranzutreiben, braucht es einen neuen Ansatz. Kreislaufwirtschaft oder englisch Circular Economy. Und das funktioniert so. Unser Duschbad und auch seine Verpackung werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, also aus Pflanzen. Da gibt es heute schon einige Möglichkeiten. Nach der Verwendung wird die Verpackung entsorgt und nun aber recycelt. Der Müll ist also der Rohstoff für eine neue Duschbadflasche. Oder aber wir nutzen ihn, um daraus ganz andere Dinge, wie Koffer, Flipflops, Kinderspielzeuge oder super viele andere Sachen herzustellen. Und wenn die dann in den Müll wandern, wird vielleicht irgendwann wieder eine Duschbadflasche daraus. Nun haben wir aber immer noch die Duschseife, die wir uns von der Haut waschen. Als Teil des Abwassers kann sie natürlich kaum aufgefangen und wiederverwendet werden. Sie ist für den Recyclingprozess erst einmal verloren. Da diese Seife in die Umwelt gelangt, ist es deshalb super wichtig, dass sie dort schnell und schadstofffrei von Bakterien abgebaut werden kann. Über mehrere Schritte können diese Abbauprodukte dann die Grundlage dafür bilden, dass wieder neue Pflanzen wachsen. Und daraus bekommen wir dann wieder neue Duschseife. Das klingt jetzt vielleicht alles super theoretisch und ihr fragt euch, ob Chemtasto schon auf Wirtschaftsvideos umschwenkt. Keine Angst, wir bleiben chemisch. In diesem ganzen Veränderungsprozess von der linearen hin zur Kreislaufwirtschaft steckt nämlich unglaublich viel Chemie drin. Heute befinden wir uns irgendwo zwischen linearer und Kreislaufwirtschaft. Wir haben erkannt, dass ein lineares einfach weiter so nicht mehr lange gut geht und unternehmen erste Schritte, hier etwas zu verändern. Hin bis zu wirklicher Kreislaufwirtschaft ist es aber noch ein ziemlich langer Weg. Ein paar Ideen dazu zeige ich euch in den nächsten beiden Videos. Aber eigentlich müssen wir hier auch nicht die ganze Arbeit der Chemie überlassen, oder? Werft doch einfach beim nächsten Einkauf mal mit frischer Neugier einen Blick in euren Einkaufskorb. Oder informiert euch im Internet über die riesige Produktvielfalt. Auch zu erdölbasierten Duschbad gibt es schon Alternativen mit biologisch abbaubarer Seife und recycelbarer Verpackung. Und vielleicht sind auch die noch nicht perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung.